Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Wir stellen euch heute ein Fahrzeug vor, das zwar zur Golf-Familie gehört, aber in der Evolutionsstufe ein wenig höher ist, sagen wir es einfach mal so. Und zwar rede ich dabei vom neuen Golf GTI Clubsport. Evolutionstechnisch eine Stufe höher, weil wir hier die momentan sportlichste Variante des Golf haben und man sieht es eigentlich schon direkt, er gehört zur Golf-Familie, aber es gibt einige Details, die auch optisch anders wirken und natürlich starten wir damit auch immer mit dem Design. Wenn man sich die Front des Clubsport anschaut, dann sieht man die Sportlichkeit eher tiefer gelegt, und zwar nicht, weil er tiefer gelegt ist, sondern die designtechnischen und auch natürlich aerodynamischen neuen Details finden hier unten statt. Hier unten sehen wir nämlich direkt das Schwert, das doch für die Verhältnisse schon groß ist und natürlich im Schwarz auch sehr schön abgesetzt wurde. Aber auch hier an der Seite haben wir sehr schöne Luftleitelemente, die tatsächlich nicht nur optisch sind, sondern auch für die Aerodynamik und Kühlung sorgen. Wenn wir dann an der Seite vorbeilaufen, sehen wir vor allen Dingen zwei sehr, sehr schöne Details. Zum einen den neuen Schweller, der auch wieder schwarz abgesetzt wurde und, wie ich finde, wunderschöne 19 Zoll Felgen. Die sind optional, normal sind also 18 Zoll und in unserem Fall haben die Cup 2 Reifen. Am Hinterteil des Clubsport sieht man dann auch wieder zwei Veränderungen. Zum einen hier unten der Diffusor, der nicht nur schwarz umrahmt, sondern auch ein wenig verändert wurde. Und wir sehen hier vor allem den Heckspoiler. Der besteht jetzt im Gegensatz zu vorher nicht mehr aus einem Teil, sondern aus zwei Teilen. Und das wurde auch farblich schön markiert mit Schwarz und Rot. Und auch die Abrisskante hat sich verändert, denn sie geht jetzt ein bisschen mehr nach oben und macht so einen kleinen Schwung und dadurch haben wir natürlich einen besseren Anpressdruck. Aber bei all diesen schönen sportlichen Details darf man eins nicht vergessen, denn der Golf GTI Clubsport ist und bleibt ein voll alltagstaugliches Fahrzeug. Das heißt, Kofferraumvolumen, Sitzplätze etc. sind für den Alltag immer noch perfekt geeignet. Jetzt könnte man bei den 265 PS des Golf GTI Clubsport meinen, das wäre nur eine teure Version des Leon Cupra. Ist es allerdings nicht, denn wir haben hier quasi den Golf R Motor, also trotzdem den EA888, aber vom Golf R adaptiert, also quasi so ein bisschen runtergeregelt. Das heißt, wir haben auch eine kurzzeitige Boostfunktion, wo wir 290 PS und statt 350 Newtonmeter Drehmoment auch 380 Newtonmeter Drehmoment für einen kurzen Moment aus diesem Triebwerk holen. Hinzu kommt in diesem Fall, dass wir auch noch ein elektronisch gesteuertes Vorderachsdifferential haben, wo ich mich natürlich freue, wenn wir die draußen auf der Rennstrecke ausprobieren. Und das Ganze ist noch mehr mit dem XDS Plus verknüpft, das heißt auch mehr als im normalen GTI. Plus man hat das Gewicht senken können auf, bei der Variante mit Schaltgetriebe, 1375 Kilogramm. Mit dem DSG, wie wir es jetzt hier in diesem Fall haben, sind es 20 Kilo mehr, aber er ist trotzdem ganz schön flott unterwegs und wenn wir nicht gerade auf der Rennstrecke sind, dann kann man ihn rein theoretisch mit 6,9 bzw. 7,0 Liter auf 100 Kilometer bewegen. Preislich ist der Clubsport, wie ich persönlich finde, sehr, sehr gut positioniert. Er fängt nämlich bei 34.925 € an. Mit dem DSG wird es natürlich wieder knapp 2.000 € teurer. Aber wenn man sich mal überlegt, was man hier alles bekommt, auch an Leistungen, an Fahrwerk, an Reifen, an aerodynamischen Vorteilen, im Vergleich zum Performance, der im Prinzip auch schon die Sperre hat, 230 PS, also auch schon ein ordentliches Gerät ist, der knapp über 30.000 € kostet. Das heißt, ziemlich verlockendes Angebot. Und nachdem wir einen kleinen Ausflug in den Innenraum gemacht haben, werden wir noch einen Ausflug auf die Rennstrecke bei hoffentlich trockenem Wetter machen. Bitte verzeiht uns, wir werden den Clubsport nicht auf der Straße fahren, aber ich glaube, das ist bei diesem Auto auch eher nebensächlich. Wie immer habe ich natürlich auch im Innenraum Platz genommen und auch hier sieht man einige Details, die sich verändert haben. Im Großen und Ganzen ist und bleibt es aber ein klassischer Golf. Das heißt, Infotainment etc. kennen wir schon. Die entsprechenden Beiträge und auch Videos verlinken wir euch natürlich in der Infobox. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch da einfach nochmal informieren. Wir bleiben jetzt aber bei dem, was hier neu ist. Und zwar sehen wir zum einen, wie schon gesagt, kleine Details. Wir haben zum einen hier zum Beispiel ein Lenkrad, das jetzt mit Alcantara überzogen wurde.
wurde. Und apropos Alcantara, auch der Schaltsack ist jetzt aus Alcantara. Wenn wir schon beim Lenkrad sind, außerdem haben wir hier oben eine kleine Markierung, nämlich eine 12 Uhr Markierung, die natürlich das Fahren auf der Rennstrecke ein bisschen erleichtern soll. Was wir hier außerdem sehen, und ich denke, es ist direkt aufgefallen, richtige, echte Schalensitze, das findet man nicht mehr in jedem Golf. Wenn ich euch so eine grobe Einschätzung zu den Schalensitzen geben soll, dann muss ich direkt vorausstellen, dass ich als Frau, die relativ schmal gebaut ist, da natürlich nicht so einen guten Halt drin habe. Aber wenn man jetzt so um die 90 Kilo wiegt und dann eher in die männliche Richtung geht, hat man mir hier einen durchaus passablen und guten Halt. So, wir starten jetzt mit dem Clubsport auf dem Bielster Berg. Es tröpfelt schon etwas und wir haben ja die Cup 2 Reifen, deswegen könnte es eventuell etwas glitschig sein. Was ich schon mal sagen kann, also wir sind schon mal kurz auf einer Dynamikfläche auf dem Trockenen gefahren. Die Beschleunigung haut mich nicht so vom Hocker, er stempelt immer noch so ein bisschen im ersten Gang kurz. Aber was schon mal sehr, sehr gut ist, ist die Bremse. Also wenn die, sagen wir mal, bei 80% getreten wird, dann sitzt man kurz im Gurt. Also die ist schon ganz ordentlich. Jetzt geht es natürlich hier um den dynamischen Faktor. Das heißt, wie fährt er sich in den Kurven, wie fährt er sich mit den Reifen. Vom Lenkrad her nehme ich an, das ist sehr griffig, Alcantara. Also ich glaube, da sollten wir keine Probleme bekommen. Aber jetzt schauen wir mal, wie es auf der Strecke aussieht. Ich weiß allerdings nicht so wirklich, ob man das dann auch hier alles gut verstehen wird, denn es ist ja doch schon etwas lauter. Also was ich schon merke hier, wenn wir aus dem Mausefalle rausfahren, was mega gut funktioniert, die Sperre, die zieht sich quasi aus der Mausefalle raus in die nächste Kurve rein. Das funktioniert richtig gut. Also grip-technisch, muss ich ganz ehrlich sagen, macht dem Clubsport hier auf dem Bielster Berg nicht so schnell einer was vor. Also das ist zwar im Prinzip auch ein Auto, was auf die Nürburgring-Nordschleife abgestimmt ist, aber ich muss sagen, wenn man hier aus der Mausefalle rauskommt, wo er sich so ein bisschen hebt, wo er leichte Traktionsprobleme hat, zieht ihn die Sperre trotzdem genau in die Kurve, dahin, wo er hin muss. Also
Richtig gutes Fahrwerk. Also ganz ehrlich, man sagt zwar immer, naja, ein GTI muss irgendwie auch mal hin und wieder auf die Rennstrecke können. Und irgendwie muss ein GTI aber eigentlich gar nicht so viel können, ist ja primär ein Alltagsauto. Aber, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Clubsport, der passt richtig gut auf diese Strecke hier. Also in den Kurven, der hängt richtig gut am Gas, der macht richtig Feuer aus den Kurven raus. Und gerade diese schwierigen Geschichten, also Mausefalle, diese, ja, sagen wir mal, noch weiter schließenden Linkskurven hier im Beetzerberg, das macht er alles wirklich, wirklich richtig gut. Und also gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, wäre, wie fährt er sich in der Innenstadt. Aber ich glaube, das ist wirklich total irrelevant. Ich hoffe, man hat es während dem Fahren gut verstanden, denn das Auto macht enorm viel Spaß. Also da ist der Aufpreis, der doch relativ gering ist, wirklich mehr als gerechtfertigt. Und jedem, der so einen Trackday mal ausleben möchte, dem kann ich dieses Auto mehr als nur empfehlen. Und bevor ihr uns jetzt verlasst, haben wir natürlich wie immer eine Frage an euch. Und zwar, wie gefällt euch der Clubsport? Wäre das ein Fahrzeug, was ihr euch kaufen würdet? Ich persönlich mag ja gerne dieses Hybridmäßige aus Alltagsfahrzeug und sportlichem Fahrzeug, dass man beides gut im Alltag zusammen kombinieren kann. Teilt ihr da meine Meinung oder seht ihr das etwas anders? Schreibt das gerne unten in die Kommentare und wie immer mischen wir mit und freuen uns über jeden Kommentar. Außerdem würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch einfach und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ciao!